Dann drücken wir mal den Knopf. Oh ja, es leuchtet blau. Alter, ich habe mich verliebt. Einfach eine Harley. Jawohl! Ich würde denken, der Funken ist übergesprungen. Jawohl! Straßenlage Hammer, Soundhammer, Beschleunigung. Das Bike hat 1000% mich persönlich überzeugt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dies heute wird die Pan America 1250 Special als Probefahrt. Ein paar Tricks kenne ich schon. Wenn ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, zieht es euch gerne rein. Oh yeah, gerne hier verlinkt. Und ansonsten schauen wir uns das jetzt an. Alter Falter, also hier haben wir einen Zusatzauspuff verbaut und er ist mega geil, allein schon beim Anstarten. Elektronisch gesteuert, dementsprechend ist alles legal. Und wir können heute bisschen Fahrvergnügen evaluieren. Oh ja, es war wirklich auch schon ein Zeichen, kein Witz. Die Wetter-App meines Vertrauens hat mir heute Morgen gesagt, der Wintereinbruch endet um 10 Uhr und die Probefahrt war für 11 Uhr ausgemacht. Und dementsprechend schaut euch das an. Blauer Himmel. Traumhaft schön. Alles cool. Die Straße ist sogar schon ein bisschen trocken. Oh yeah. Wir haben hier auch einen Quickshifter verbaut. Bei meiner letzten Probefahrt gab es keinen. Der Herr war wirklich wieder mal unglaublich nett und kompetent. Vielen lieben Dank für die wunderbare Einführung hier beim House of Flames im Westen von München. Man hat mir wirklich auch gesagt, der Tempomat funktioniert mit einer Untergeschwindigkeit von 43 km/h. Auch ganz spannend. Habe ich ja schon bei verschiedenen Mopeds getestet und bisher weiß ich eigentlich nur die Africa Twin, die ab 50 geht, alle anderen gehen ab 30. Aber ja, wenn man es gesagt bekommt, ist ja alles kein Problem. Das war interessant. Irgendwas hat geregelt. Könnte die Traktionskontrolle sein. Puh, okay, ja, fährt sich gut. Aber zurück, wirklich, Harley-Davidson gibt auf jeden Fall die besten Einführungen in Motorrädern bei Probefahrten. Man nimmt sich wirklich Zeit. Sie sind super nett, sie sind freundlich. Wir schauen mal die Handgriffheizung an. Ich weiß nicht wieso, aber es fühlt sich an, als ob ich wenig Rundumsicht habe, aber ich bin dieses Jahr noch viel zu wenig Moped gefahren. Da habe ich einfach noch kein Gefühl, würde ich sagen. Jetzt ist wirklich die Frage, ob die Klappe offen oder zu ist. Ich würde denken, sie ist zu. Beim Start müsste sie doch zu sein, oder? Dann drücken wir mal den Knopf. Oh ja, es leuchtet blau. Verdammt. Ich habe den Motor schon mega geil gefunden, aber die Klappe war zu. Hört ihr das? Alter, ich habe mich verliebt. Das wird heute ein Angebot und ich glaube, in Zukunft fährt Mike on Tour auf seiner Harley Davidson Pan America, weil this is where I belong to. Hört ihr das? Wo gibt's denn sowas noch? Das gibt's nirgends. Und das ist der Hammer, Alter. Jawohl! Ich habe kein Motorrad im Kopf, wo der Sound so geil ist. Auch nicht die Africa Twin. Und die Africa Twin ist derweil Nummer 1. Wir schauen mal hier, dass wir gut auf die Autobahn kommen und ein bisschen auch rauskommen hier aus der Umgebung. Wow. Alter, also wieder Straßenlage, falls ihr es noch nicht wisst. Ja, hier ist ja der Sound auf jeden Fall noch besser, der Cut wahrscheinlich auch. Hopp, schau mal, was das auch für eine Spur ist. Genau, also Straßenlage Hammer, Soundhammer, Beschleunigung. Beschleunigung, auch Hammer. Wir wissen ja, sie hat kein Anti-Dive, aber hey, sie hat diesen Sound und das ist godlike. Also Anti-Dive wird überbewertet. Ich wollte es tatsächlich bisher, habe echt geschaut, Multistrada hat's, KTM hat's, aber hey, wenn ich auswählen muss zwischen dem geilen Sound oder Anti-Dive, ich nehme den geilen Sound und das ist
Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das ist doch wirklich ein Traumbike. Einfach eine Harley. Jawohl! Ich würde denken, der Funken ist übergesprungen. Mann, krass. Abstandstempomat, by the way, natürlich. So wie ich komme von Multistrada VWS, hat er einen. Komme von KTM Super Adventure S 2022, hat er einen. Ich habe hier keinen Abstandstempomat. Bei diesem Sound, egal. Jawohl! Wenn's bollert, das muss sein jetzt. Das muss sein. Und ja, für den einen oder anderen mag das nicht geil sein. Für mich ist das geil. Was soll ich machen? Für alle Leute, die es interessiert. Es ist ein drehzahlgeregeltes elektronisches System. Wenn du im Leistungsbereich bist, wo der Gesetzgeber es vorschreibt, wenn du in der Stadt gemütlich untertourig fährst, hören alle ein leises Motorrad. Das ist ja auch schön. Aber wenn du einfach draußen bist, wenn du Spaß haben willst, wenn du ein bisschen hier am Land, am Berg, außerhalb von Ortschaften, in deiner Ruhe ein bisschen Gas geben willst, dann hast du einen guten Sound. Und ja, Leute, das ist, was ich brauche. Jetzt brauche ich nur noch eine Landstraße. Was Unlimited. Ja, ich würde denken, aber rechts, weil... Ja. Boah, war das gut. Und jetzt wohin? Rechts auch, glaube ich, oder? Ja. Hört ihr das einfach? Das ist... Und schaut euch... Alter, wirklich, es fällt so gut. Also bisher muss man auch sagen, Schaltautomat hat komplett nichts falsch gemacht. Bisher funktioniert perfekt. Schön, wenn jemand ein Moped sieht und sich denkt, das ist geil. Genauso denke ich mir das auch hier. Ich sehe ein Moped und das ist geil. Aber ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob ich noch auf morgen warten soll. Wer weiß, vielleicht wird heute eine Harley gekauft. Weil das Ding ist unfassbar. Unfucking. Ich komme ja schon zum zweiten Mal irrtümlich bei diesem Aufblendlichtschalter an. Aber ja, auch jetzt kein Weltuntergang, das passiert. Habe ich echt bei KTM auch. Bei diesem Schalter hier rechts, Custom 1 und Custom 2, komme ich auch öfter mal irrtümlich an, öffnet irgendwas im Display, je nachdem was du eingestellt hast. Aber ja, jetzt kein Weltuntergang. Kann man auch mit leben. Und wir testen den Tempomat, 54 gemütlich. Er ist schon aktiviert. Hier links gibt es einfach einen Schalter, Set Plus, Set Minus, ganz easy. Also was mich beim ersten Mal eben schon überrascht hat auch, es hat wirklich relativ viele Knöpfe. Im Verhältnis zu einem normalen Motorrad, sorry, kurz konzentriert gewesen, mehr Knöpfe, aber die haben eigentlich echt eine coole Funktion. Und wenn man so ein bisschen nerd ist, dass man Sachen gern direkt macht, hast du hier eigentlich alle Optionen, um einfach schön durchzuschalten. Und schaut euch das an, auch hier elektronische Klappe eben, so wie es sein soll. Ich fahre jetzt hier ganz entspannt durch den Ort, bin kein Assi, es hört sich einfach ruhig an. Also ich finde, also mich stört es nicht, niemand anderen stört es, glaube ich. Es ist einfach wirklich ruhig, Klappe ist weiterhin offen und so soll es ja sein. Du fährst durch die Stadt, alles ist friedlich, alles ist gut. Wow, Leute, also, was ich echt, das ist unbeschreiblich. Weil man so ein bisschen tiefer sitzt, wahrscheinlich auch dann der Schwerpunkt tiefer ist. Ich komme ja von Racebikes und hatte jetzt 2 Reise-Enduros. Aber ich würde echt sagen, man sitzt hier so gut und tief. Oh, perfekter Moment für den Bremstest gewesen, perfekt. Also wirklich. Wir haben auch hier Wahnsinns Grip mit dem Reifen, muss man sagen. Also eigentlich viel zu kalt, es hat glaube ich so 7, 8 Grad. 8 Grad steht hier sogar, Außentemperatur. Genau, Reifen ist nicht wirklich warm, aber hat perfekt gebremst hier. Von, grob gesagt, 40 auf 0. Nicht mal ABS geregelt, einfach direkt gegrippt. Jawohl, aber trotzdem, wenn man so losschnurrt, hört man halt einfach ein bisschen was. Und ich weiß nicht, also gerne hier für euch das Review von der GS. Was mich halt primär an der GS stört ist, kein Sound.
Und was soll's denn? Kein Sound ist kein Sound. Und da kann ich auch nichts machen. Kein Sound ist einfach übel. Und Motorradfahren lebt vom Sound. Ist einfach so. So wie ich geboren wurde, wer Mopeds liebt, Motorradfahren, lebt man auch Motorsound, Geräusche. Gehört einfach dazu. Jetzt müssen wir noch irgendwie nur aus dem Ortsgebiet rauskommen, damit wir hier ein bisschen fahren können. Aber da vorne, das sieht doch ganz gut aus. 30er hier, Schule. Das heißt ja immer quasi nicht mal irgendwie beschleunigen, weil auf 30 bist du ja sofort. Jetzt können wir testen. Genau. Doch, es geht sogar. Unglaublich. Weil ich finde, das ist das Beste. Schaut hier, 35 Tempomat. Hat er, ohne Probleme. Kann ich dem Verkäufer nachher sagen, dass der nächste Kunde es weiß. Weil der Tempomat ist halt besonders für mich für 30 und eben auch für 50 für Schulen, dass du einfach schön brav, legal dort vorbeifährst, aufmerksam und eben nicht dich auch noch auf genau 30 konzentrieren musst, weil jeder Mopedfahrer kennt, 30 ist eigentlich egal in welchem Gang, der Motor stirbt fast ab und da ist es echt schwer, einfach knapp über 30 zu fahren und einfach zusätzlich noch die Umgebung im Blick zu haben. Nicht, dass du plötzlich 40 hast, dann wirst du geblitzt, bezahlst auch noch, hast dir Mühe gegeben, ihr versteht's. Mann, der Klang ist phänomenal, endgeil, grandios, supergeil. Genau, eine Uhrzeit. Ah, da ganz links ist sie. 21:55 Uhr ist es. Dann ist ja alles perfekt. Dann wissen wir, wo wir dran sind. Haben auf jeden Fall noch Zeit bis morgen 11 Uhr vormittags. Danke fürs Aufpassen, sonst hätte ich bremsen müssen. Aber so gehört es ja. Ist auch wirklich schön hier. Einfach, man fährt so mit Tempomat, 50 im Ort. Der Gang zieht gemütlich. Was habe ich? 4. Gang drin. Echt super Fahrverhalten. Also der Sound ist einfach unbeschreiblich. Ich glaube, da kann ich schwärmen und schwärmen und schwärmen. Der Schaltautomat von 1 auf 2 ist nicht so wirklich geil. Definitiv. Ich würde denken, man könnte ihn verbesserungswürdig nennen, aber ich sage mal so ganz direkt, ich glaube, er ist so schlecht. Das heißt, was ich vorhin schon festgestellt habe, von 2 auf 3 auf 4, kein Problem. Aber von 1 auf 2 mag es nicht wirklich im Sinne von, du ziehst mit dem Fuß hoch, es hat eine gewisse Verzögerung schon von mindestens einer Sekunde und es braucht viel Kraft und danach kickt er rein. Also auf keinen Fall smooth. Ich finde wirklich größtes Manko für mich persönlich, ich komme jetzt von 2 Motorrädern, die beide 15.000 Kilometer Serviceintervall haben. Hier gibt es echt 8.000 Kilometer Serviceintervall. 8 ist einerseits eine Geldfrage, ganz wichtig für euch da draußen, falls ihr es nicht wisst, die GS hat 10.000. Also es ist nicht wirklich anders als eine GS, würde ich sagen, weil ich finde 2.000 machen nicht wirklich Unterschied. Aber wenn du sagst, einmal pro Jahr 15.000, das fahre ich, oder halt zweimal pro Jahr, alle 8.000, das ist ja auch stressig mit Werkstattterminen und so, das ist schon ein Grund. Aber nachdem ich aktuell mir die Entscheidung eigentlich stelle, GS mit 10.000 oder hier Pan America mit 8.000, ist es komplett egal. Und jetzt schweige ich nämlich. Okay. Heck hat geschmiert, hier schmierige Straße. Ja, jetzt hat das Schaltautomat perfekt funktioniert. Ja, also ich nehme an, Traktionskontrolle hätte schon noch eingegriffen, aber ja. Auf jeden Fall hier Straße. Ich mag auch immer, wenn man ein bisschen was spürt. Ich habe gehört, das hier ist eine Custom-Version vom Michelin Energy Adventure Reifen. Speziell gelabelt für die Harley Davidson. Ich mag den Reifen, ist ein 80-20 bzw. 90-10er Reifen. Ist super perfekt für die Straße, auch vollkommen in Ordnung. Das ist aber einen eigentlich guten Grip, aber wir wissen ja heute, ich habe es eh schon gesagt, 6 Grad ist für Motorradreifen kein wirkliches Optimalwetter. Muss man wissen und ist ja auch schön, wenn man ein bisschen spürt, dass die Elektronik hier arbeitet. Windschild, also falls ihr es nicht wisst, es gibt hier so einen mechanischen Hebel. Das unten war eigentlich schon perfekt. Ich habe es jetzt mal hochgestellt. Hält auf jeden Fall auch. Ich finde überhaupt nicht störend im Blickfeld. Sehr angenehm. Hier Überholverbot, dementsprechend wir sind hier ganz gemütlich unterwegs. Ist ein super, super tolles Fahrgefühl. Die Frage wäre halt noch auf jeden Fall, wo kann man hier schön Quadlock unterbringen?
Was ich auch wirklich mag, man ist relativ weit unten mit den Beinen. Ich komme super gut runter. Okay, Ortsmitte ist schlecht. Aber ich glaube, da müssen wir irgendwie durch. Ich würde sagen, keine Ahnung welche Uhrzeit, aber wir müssen dann eh schon die Rückreise antreten. Schauen wir nochmal, wobbelt irgendwas, vibriert irgendwas. 11:35 Uhr, 12 Uhr muss ich zurück sein, wir sind so ungefähr bei der Halbzeit. Wir sind auch da, wo wir eigentlich hin wollten. Und siehst du, jetzt können wir einfach die Klappe zumachen hier. Der Ständer ist ja ganz lustig, der ist sehr weit vorn rauszugeben. Muss man einfach wissen, dann ist es ganz easy. Einfach von der Position ist er deutlich weiter vorn. Oh ja, natürlich habe ich die Klappe direkt nach dem Losfahren aufgemacht, weil wir haben noch genau 25 Minuten Harley Davidson. Und man muss sagen, diese 25 Minuten wollen wir komplett genießen. Also, ob man jetzt den ersten Gang mit dem Schaltautomat wirklich als schlecht bezeichnen kann, vielleicht gewöhnt man sich auch dran, aber dieses Verzögerungselement, das ich beschrieben habe, das kann man zu 100% nachstellen. Also auch wirklich einfach schalten, fahren, rollen, cruisen. Es ist so gemütlich mit dem Bike. Ausfahrt 2, Moment. Ich weiß wirklich schon, wieso ich mich beim ersten Mal schon in das Bike verliebt habe. Es ist halt einfach ultra krass smooth fährt. Genau, interessante Sache, Tempomat ist wieder ausgeschaltet, nachdem er drauf gestiegen ist. Hatte ich mich ja auch schon mal aufgeregt bei der Multistrada V4S, weil ich es von der S1000R so gekannt habe und ist aber so. Man lernt auch damit zu leben. Wenn es immer so ist, bei der Ducati war es manchmal an, manchmal aus, das hat einen verrückt gemacht. Genau, wenn es immer eine Art ist, kriegt man schon hin. Hier übrigens gerade sehr viele Bodenwellen. Ich finde elektronisches Fahrwerk auch perfekt. Also das Federt hier drüber, es ist wirklich sehr gemütlich. Man sitzt auch wirklich sehr gemütlich. Gibt nichts auszusetzen. Hammer. Ja, aber echt. So, heute, der Arsch schmiert. So, jetzt auch wieder, es war wahrscheinlich zweiter Gang, durchbeschleunigen. Zweiter Gang durchbeschleunigen. Schmiert der Arsch. Ja, kein Problem. Wie gesagt, kein Problem. Ich mag es, wenn der Arsch schmiert, dann weiß man wenigstens, dass man Motorrad fährt. Muss nicht alles immer wegregeln. Ausfahrt 3 Sekunde. Genau, wir haben hier 150 PS, 2 Zylinder. Aber auf keinen Fall so, dass einem was abgeht, sondern schon wirklich gut verteilte 150 PS. Ich hoffe, das war jetzt Ausfahrt 3. Bei 70 und Landstraße würde ich aber denken, jo, jawohl, haben wir noch ein bisschen Freiheit. Ja, Lastwechsel auch spürbar beim Schaltautomat, wenn man sie reinkickt. Aber auch nichts, was einen stört. Ich glaube aber, ich bin heute ein bisschen voreingenommen. Ich muss ehrlich sagen, einfach durch Straßenlage und so habe ich mich quasi verliebt. Direkt in den Sound auch, primär. Ja, ich glaube. Schaut, wir können ja mal auch vergleichen jetzt mit ohne. Jetzt ist die Klappe wieder zu. Okay, es gibt grün, es gibt blau. Das ist jetzt die Frage. Also grün heißt wohl noch nicht zu. Interessant, hört sich wirklich jetzt so in dem Drehzahlbereich nicht wirklich unterschiedlich an. Also ich habe jetzt nicht die Weltzeit, das zu testen, aber grün und blau hört sich für mich relativ gleich an. Wir können mal auf grün schalten und dann fahren wir ein bisschen grün, wenn wir raussehen, ob uns was abgeht oder ob uns was fehlt. Handgriffheizung auch aus, fällt heute auf. Mittlerweile jetzt schon 10 Grad, aber ja, ist frisch geworden an den Fingern. Ja, ich würde denken, grün ist schon ein bisschen ruhiger als blau. Vielleicht einfach so die softe Stufe. Ja, blau ist auf jeden Fall die gute Stufe. Schule, 30, man rollt schön vorbei. Braucht man gar nichts manuell machen, man ist einfach super leise. Das ist einfach der Hit. Blinkerschalter. Ich komme von der Super Adventure S und da ist der Blinkerschalter definitiv ein Problem. Man gewöhnt sich an alles, aber man muss sich ja auch nicht an alles gewöhnen. Am Anfang, das erste halbe Jahr ist es ein Problem. Man liest es auch echt an vielen Stellen. Hier einfach ein ganz normaler, ich würde sagen auch gut verarbeiteter Schalter. Du spürst, was er macht. Du spürst beim Einschalten, was er macht. Bei jedem Knopf hier hast du einfach perfektes Haptikgefühl.
Beim Motorradfahren hast du, glaube ich, auch weniger Haptik, weil du hast immer wunderschöne Lederhandschuhe an, die by the way noch immer ein Loch haben. Ich komme nicht zum Motorradfahren, ich habe nur Probleme mit Motorrädern aktuell. Es regnet gestern den ganzen Tag, es regnet heute bis 10 Uhr morgens. Und dann hast du eine Panamerica Probefahrt mit diesem Sound. Du sitzt auf einem Moped, alles ist perfekt. Beinschluss übrigens perfekt, also Leute, wirklich, setzt euch auf dieses Moped, fahrt es, ist Killer. Die nächsten 3 Tage auch Regen, Nachmittag auch wieder Regen. Aber genau in diesem Zeitfenster hast du einfach wunderschönes Wetter. Es macht einfach Freude. Sehr viel Wind heute. Also Bike wurde attackiert auf jeden Fall von dem Wind, kann man das so nennen. Aber ja, easy handelbar, einfach reingedrückt. Schaltautomat wirklich. Also der erste, da spürst du dieses Drehmoment, diese Verzögerung deutlich. Bei allen anderen Gängen rauf, runter ist echt gar kein Problem. Jetzt, wie gesagt, wenn du gar keine Last hast, so spürst du schon einen Ruck, aber ja, ich muss ehrlich sagen, ich persönlich verwende einen Schaltautomat gar nicht, wenn ich gar keine Last habe. Entweder werde ich halt deutlich langsamer, dann geht es komplett smooth, schaltest halt runter, oder du bist halt am Ziehen, dann geht es auch sehr smooth. Was bei mir wirklich bei der KTM auch immer passiert, ist eigentlich, dass die Hände einschlafen. Einfach wegen der Vibrationen, sagen viele. Ich weiß nicht, ich habe das eigentlich fast bei jedem Bike immer gehalten. Man gewöhnt sich an alles und einfach so zwischendurch an den Tank schlagen oder so. Fördert die Durchblutung und hilft auf jeden Fall. Aber hier ist gar nichts. Also schläft wirklich gar nichts an. Ist super angenehm. Ist wirklich perfekt. Man sitzt auch wirklich, also so Armposition. Man sitzt super aufrecht, Arme durchgestreckt. Genau, ist für Kniewinkel, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen spitz, weil man eben relativ tief sitzt. Aber ja, auch gar kein Problem, würde ich. Ja, jetzt wäre ein Abstandstempomat natürlich komplett stressfrei, aber man überlebt es auch ohne. Der Grund, weshalb ich den Abstandstempomat wirklich halt lieben gelernt habe, ich bin so gepolt, ich muss immer noch vorschauen, logischerweise, wir sind Mopedfahrer, wir haben nur diese eine Chance, es richtig zu machen. Wir müssen aufpassen, wir müssen uns konzentrieren. Kommt er von der Seite, bremst er, schneidet jemand drüber. Das ganz Normale, was jeder Fahrzeugfahrer immer machen sollte. Und ein Abstandstempomat gibt halt wirklich die Freiheit, dass du dir sicher sein kannst, der Abstand wird eingehalten. Und sobald das Fahrzeug halt minimal eingreift, weißt du, jetzt ist was passiert, Abstand hat sich dementsprechend verringert oder man beschleunigt auch zum Beispiel. Und du weißt, hey, Aktion notwendig deinerseits und du kannst halt währenddessen trotzdem mal das Umfeld anschauen. Also Beispiel, du bist in den Dolomiten, fährst irgendwie so in einem Dorf mit, möchtest auch mal zu den Bergen schauen und da kannst du so aus dem Augenwinkel raufschauen, auch so, und genug Abstand halten. Okay, kriegt jeder hin, aber hier finde ich, ACC ist wirklich dieser zusätzliche Komfortfaktor auch an großer Sicherheit, dass ein Motorradfahrer halt wirklich mal umsichtig die Landschaft und die Natur genießen kann und was auch immer er genießen will und sich sicher sein kann, im Notfall wird der Abstand verringert, das Ding greift ein und du bist auch sofort aware, dass hier eine Aktion notwendig ist. Wenn man schaltet, schaltet sich auch der Tempomat aus, wenn er aktiv ist. Genau, ich finde, so ein Sound muss schon noch drin sein, dass du einfach Freude am Fahren hast. Ich meine, BMW, Freude am Fahren, aber ey, das fehlt doch einfach dann, leider. Also, meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, die Probefahrt hat euch gefallen. Keine Ahnung, was es jetzt wird. Unterschreibe ich gleich den Kaufvertrag, warte ich auf morgen. Morgen ist der Tag der Deadline. In jedem Fall, das Bike hat 1000% mich persönlich überzeugt. Ja, Notbremsungen gehen stabiler, würde ich sagen. Und ja, du spürst hier noch Motorradfahren irgendwie ein bisschen mehr. Es ist einfach weniger von diesem komplett glatten
Alles funktioniert immer reproduzierbar perfekt. Ihr wisst, was ich meine? Hier hast du einfach Freude am Fahren, wortwörtlich. Du spürst Emotionen. Der Sound ist der Hammer. Mann, was für ein drecksgeiles Bike. Das ist Ride Hard, Ride Safe. Man sieht sich, man hört sich. Bis bald. Haltet die Ohren steif. Servus.